Hallo meine Lieben, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir regnet es mal wieder zur Abwechslung, ne? Und naja, man will sich ja nicht plötzlich an die Sonne gewöhnen, wäre ganz komisch sowas im Sommer, ne? Aber ich will ja mit euch nicht übers Wetter quatschen, sondern heute geht es um was anderes, und zwar um den Cricut Maker und die Tools. Der Cricut Maker hat hier vorne drin ein Fach, wo man die Tools oder die Schneidemesser reinpacken kann. Aber ich mag das halt einfach überhaupt nicht, wenn die Messer jedes Mal, wenn ich die Klappe aufmache und wieder zumache, wenn es die da in diesem Fach rumschmeißt. Und ich denke auch, es ist für die Tools gar nicht mal so gut, wenn das passiert. Und deshalb habe ich heute ein kleines Projekt für euch, wie ihr da dieses Fach so ein bisschen auspolstern könnt, damit die Tools da fester drinne sitzen. Und wir starten auch gleich mit dem Cricut Design Space. Als allererstes zeige ich euch, wo ihr das Projekt findet. Und zwar, ich habe einfach meinen Arbeitsplatz geöffnet und jetzt gehe ich hier auf Projekte. Dann nehme ich anstatt die alle Kategorien, sage ich Community. Und da gebe ich ein Tool Organizer. Und da habt ihr schon diese Beispiele. Ich nehme hier das von Katrin Rödler und sage Kopie bearbeiten. Ihr seht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lagen. Und wenn wir uns das Ganze kurz angucken, kurz das alles ein bisschen zu schieben, dann ist in diesem Organizer Platz drin für 3 Spitzen, für 4 Tools mit dem Swap Housing und hier zum Beispiel die Größe vom Foiling Tool und hier für 6 Swap Spitzen. Mein Thema ist es aber jetzt, dass ich habe 5 von diesen hier und die möchte ich natürlich da auch in dieses Fach reinpacken. Ich muss hier kurz unterbrechen, und zwar wollte ich euch eigentlich zeigen, wie ihr die Vorlage anpassen könnt. Macht das nicht, weil das ist diese Ausbuchtung hier, die ich zusätzlich gemacht habe. Und wenn ich dieses Tool nehme und das versuche hier reinzupassen, dann passt es zwar hier rein, aber der Deckel lässt sich nicht mehr schließen, weil es zu hoch ist, weil das Ganze eine Wölbung hat. Ne? Ich wollte es euch nur sagen, nicht, dass ihr das nachmacht. Ich werde dann hier auch rüberspringen, jetzt gleich dazu, dass ich das Ganze auf die Plottermatten gebe. Und das könnt ihr auch so machen. Ne? Ihr nehmt einfach die Vorlage und dann könnt ihr eigentlich auch schon auf Herstellen gehen. Und wir machen jetzt gleich mit der Verteilung auf den Matten weiter und ignoriert einfach, dass meine Schnitte hier dieses Element haben. Ihr behaltet einfach das Original. So, machen wir weiter. Jetzt gucke ich mir noch kurz, wie groß diese Elemente sind. Die sind von der Breite her 21,59. Meine Moosmatten sind nur 21 cm, aber das ist gut zu wissen. Dann weiß ich, ich kann die nicht so platzieren, sondern ich muss die umplatzieren. Gehe ich auf Herstellen. Weil was ich versuchen will, ist, dass ich Anzahl Matten spare. Wenn ich das hier jetzt angucke, von der Länge hat es Platz, weil meine Moosmatten sind 21 cm mal 29,7 cm. Das heißt, hier von der Länge geht's. Und hier hat es eigentlich noch ein bisschen Platz. Und deshalb nehme ich jetzt mal, versuche mal mit dem hier, sage Objekt verschieben auf die erste Matte. Jetzt gucken wir mal, ob das Platz hat. Yep. Hier sind meine 21 cm, das heißt, ich kann 2 von diesen Elementen
in einmal schneiden. Logischerweise muss ich dann wissen, ne, welches ist welches, aber hier kennt ihr jetzt zum Beispiel, ne, sind beide weiß, aber ne, die weiße war ja die erste, das heißt, da wird am meisten rausgeschnitten und das ist hier der Fall. Das heißt, hier könnt ihr euch dann auch an der Größe der einzelnen ausgeschnittenen Elemente orientieren. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr es logischerweise auch auf 7 Matten lassen, aber ich schiebe jetzt hier das Ganze so ein bisschen herum, damit ich da weniger Matten schneiden muss. It's nothing new, but it's so good to see you. So, jetzt habe ich noch 3 Matten und kann auf Weiter klicken. Dann bei den Materialien hat Katrin das auch schon vorgegeben, und zwar könnt ihr hier auf den Stoff und da ist es Flanell. Da müsst ihr das nicht mehr tasten. Und hier verwenden wir nicht das Fine Point Blade oder das Knife Blade, sondern wir verwenden das Rotary Blade oder Schneiderad, was man auch für Stoffschneiden verwendet. Was wir dann brauchen, ist die Standard-Gripmatte. Wir brauchen eben das Rotary Blade oder Schneiderad. Dann Moosgummi. Am besten ist es, wenn ihr 2 mm Moosgummi habt. Ich habe leider keinen, ich habe hier nur den 0,87 mm. Ich schneide das mal einmal aus und gucke dann, wie es passt, und notfalls kann ich dann immer noch jedes Stück ein zweites Mal ausschneiden und dann bin ich auch fast bei diesen 2 mm. Von dem her, ich schneide das jetzt einfach einmal. Ich habe das Ganze reduziert auf 3 Matten, das heißt, ich brauche 3 Stück vom Moosgummi. Hier würde ich die Räder auch noch wegmachen, dass euch das Ganze dann nicht auf dem Moosgummistreifen gibt. Und dann können wir eigentlich schon mit dem ersten anfangen. Das heißt, ihr legt das Moosgummi einfach dahin, wo ihr das auf eurem Arbeitsbereich hingelegt habt. Schön festdrücken, Tool austauschen. Matte rein. Und loslegen. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. Das Ganze dauert so ein bisschen, aber wenn er durch ist, könnt ihr das, na, ihr seht, wie sauber das geschnitten hat. Und hier hilft es, wenn ihr einen Spaten habt, um das Ganze zu lösen, damit ihr da das nicht anreißt, weil mit dem Rotary Blade schneidet es ein bisschen weiter, als das Element ist, und wenn ihr da reißt, kann es sein, dass euch das Ganze zerreißt. Von dem her schön vorsichtig lösen. It's just us two, me and you. Und dann könnt ihr die restlichen Matten auch noch schneiden. If you love me, oh, 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 I just feel so lucky, oh, 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 still can't believe you love me. Wenn ihr euch das anguckt, die Teile sehen schon sehr verschnitten aus, weil das Rotary Blade eben weiter über die Linie hinausgeht. Aber wir haben sie ja von der Rückseite geschnitten. Von der anderen Seite sieht es absolut sauber aus. Von dem her ist das kein Thema. Ich drehe jetzt einfach alle auf die schöne Seite.
Und dann gucke ich, dass überall diese Ausbuchtungen oben liegen. ends. Let's be more than Und dann ist es von der Reihenfolge so, dass quasi das Kleinste kommt unten. Das heißt, das hier, dann sehr wahrscheinlich das hier. Macht auch Sinn, weil hier wird mehr ausgeschnitten als beim unterliegenden Element. Jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren. Ihr habt hier diese Ausschnitte und hier auf der Seite habt ihr so eine kleine Ecke. Und so müsste das Ganze jetzt eigentlich reinpassen. yeah. You know I'm here to stay. Everything. Und ich nehme das wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe keinen 2 mm, das war tatsächlich 2 mm und deshalb passt es hier auch wunderbar rein. Geht wirklich schön oben bis zur Kante von diesen Elementen hier. Und jetzt können wir das mal ausprobieren, ne? Mit den Messern. Reinlegen. Zumachen. Sitzt. Aber was ich natürlich jetzt will, ist, dass es permanent sitzt und da nicht herumschwimmt. Und deshalb nehme ich das in der genau gleichen Reihenfolge wieder raus. Weil, was ich jetzt machen werde, ich klebe die mit einem Doppelklebeband so ein bisschen zusammen. Das heißt, ich nehme das Element und gucke natürlich, wo ich überall Kleber drauf machen kann. Tendenziell mache ich es hier oben und dann hier unten. Da müsst ihr einfach so ein bisschen gucken, natürlich, dass ihr dann nicht da Kleber drauf macht, wo ausgeschnitten ist. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Das müsst ihr jetzt natürlich auch nicht komplett mit Kleber zukleistern. Es geht einfach darum, dass das Ganze so ein bisschen Halt kriegt. Und dann geht es darum, das schön draufzusetzen, so dass das dann auch wieder stimmt, ne? Just feel so lucky, oh, oh, oh. Still can't believe you love me. Sehr genau. Und mit dem Doppelkleber klebt es wirklich schon sehr gut. Ich habe es zuerst mit Flüssigkleber versucht, aber auf Moosgummi ist Flüssigkleber suboptimal. Das klebt nicht wirklich. Und so könnt ihr jetzt Lage um Lage drauf kleben. Sehr gut. Und wenn ihr das dann zusammengeklebt habt, dann ist es hier eine schöne, stabile Geschichte. Und das können wir auch schon reinpacken. Sitzt wunderbar. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch unten noch festkleben, aber für mich passt es so eigentlich. Und jetzt kann ich meine ganze Geschichte, so wie ich das vorher alles aufbewahrt habe, ne, was nicht so viel Sinn gemacht hat oder was nicht optimal war, sagen wir es mal so. So. Das war das Wavy Blade. Nur eine Spitze, die kann ich hier reinpacken. Dann hier Engraving Spitze, Rotary Blade, dann das Scoring Wheel, dann haben wir das Knife Blade. Dann
die Debossing-Spitze. Ja. Ich sehe gerade, meine Idee ist nicht aufgegangen. Sehr schön. Okay, gut. Da das Ganze eine Rundung hat, hat das hier nicht wirklich Platz. Schade. Nun ja, ist ja immer gut, wenn die Fehler bei mir passieren und nicht bei euch, ne? Dann lassen wir das mit dem Knife Blade. Packen das trotzdem hier rein. Oder hier. Und machen die Debossing-Spitze hier rein. Ist immer schön, wenn man über sich selber lachen kann, ne? So, dann haben wir noch das Foiling-Tool. Die beiden Spitzen. Wobei, die packe ich eigentlich lieber hier hin, weil hier ist es ja schön magnetisch. Und dann haben wir noch eine Spitze. So. Und so habe ich all meine Tools hier schön reingepackt. Ich habe noch Platz für 4 weitere Spitzen, 2 Tools respektive hier, ne, wenn ihr behaltet die Originalvorlage, passt das nicht so an wie ich, weil es hat halt einfach nicht Platz. Aber ich kann trotzdem jetzt für mich da immer noch ein Tool reinpassen, das geht schon. Aber für euch, behaltet die Originalvorlage. Es hat durchaus Sinn, dass hier kein Tool mit dem Ring oben drin ist, weil ihr kriegt das Ganze nicht zu, wenn ihr das da reinpackt. Dachte ich kann euch was Cooles zeigen und dann geht's nicht, ne? Super. Aber naja, alle Tools schön weggeräumt, Klappe kann zu. Und da hat das jetzt auch kein Spiel mehr, ne? Also das passt wunderbar und so habt ihr alles schön im Zugriff. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das eine Idee gegeben und ihr habt Lust, es selber auch zu machen. Ich kann es wirklich weiterempfehlen, außer eben, dass ihr die Anpassung macht, so wie ich das gemacht habe. Aber ansonsten, also wenn ihr die Originalvorlage nehmt, ist es wirklich eine super Sache und auch super einfach gemacht. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Sonntag zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!